Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir mal ein weltbekanntes Rezept und zwar eins, das ihr in jedem schwedischen Möbelhaus bekommt. Wir machen heute Köttbullar. Allerdings mache ich sie ohne Preiselbeersoße, da ich die einfach überhaupt nicht mag. Aber wie man das Hauptgericht an sich zubereitet, das zeige ich euch heute. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für die Köttbullar benötigt ihr folgende Zutaten: 750 Gramm Hackfleisch, halb und halb, 150 Gramm Semmelbrösel, 150 Milliliter Milch oder Sahne, eine halbe Gemüsezwiebel oder eine kleine Zwiebel, einen halben Bund Petersilie. An Gewürzen benötigt ihr Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und Senf. Ich habe hier Dijon-Senf genommen, es geht aber auch jeder andere Senf. Alle weiteren Zutaten, die ich später auch für die Soße verwende, mit Mengenangaben und das Rezept findet ihr wie immer auch in meiner Videobeschreibung. Zuerst geben wir unser Paniermehl in eine etwas tiefere Schüssel und würzen es. Ich würze es hier mit einem Teelöffel Paprika edelsüß, Pfeffer nach Geschmack. Ich denke, ich nutze hier so einen halben Teelöffel, je nachdem wie scharf man es halt möchte. Einen Teelöffel Salz und 2 Teelöffeln Dijon-Senf. Direkt dazu gebe ich in diesem Fall 150 Milliliter Milch. Man kann auch sehr gut Sahne verwenden, aber da ich hinterher Sahne in die Soße gebe, verwende ich hier lieber Milch. Dann wird das Ganze richtig gut miteinander verrührt, bis so eine schöne kompakte Masse entstanden ist und sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben. Diese Masse stellt ihr dann erst einmal beiseite und lasst sie 10 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit können wir dann schon einmal die halbe Gemüsezwiebel schneiden. Ich schneide sie hier in ganz feine Würfelchen. Dazu schneide ich sie erstmal längs in dünne Streifen. Dann lege ich sie quer und schneide sie einfach in ganz feine Würfel herunter. Jetzt erhitzen wir geschmacksneutrales Öl in einer Pfanne. Ich nutze hier am liebsten immer Rapsöl. Es geht aber auch Sonnenblumenöl oder ein anderes Öl. Zum Öl geben wir jetzt unsere fein geschnittenen Zwiebelwürfel. Die lassen wir jetzt nur so für 2 bis 3 Minuten eben andünsten. Das macht man, so wie bei Frikadellen auch, um den Geschmack milder zu machen und es bekömmlicher werden zu lassen. Außerdem beißt man später nicht so auf Zwiebelstückchen. Die angedünsteten Zwiebeln nehmt ihr dann später aus der Pfanne und lasst sie erst einmal abkühlen. Jetzt können wir schon mal den Bund Petersilie schneiden. Für die Köttbullar verwende ich nur das Blattwerk und schneide die Stiele ab. Die Stiele, die müsst ihr auch nicht wegwerfen, die lassen sich hervorragend in einer Suppe verarbeiten oder später, um eine Gemüsebrühe herzustellen. Die Blattpetersilie, die schneide ich jetzt einfach grob so herunter. Das ist jetzt ein halber Bund der Petersilie, die andere Hälfte benötigen wir später noch für die Soße. So, nun können wir die Köttbullar schon mal zubereiten. Dazu geben wir zu dem Hackfleisch die abgekühlte angedünstete Zwiebel. Dazu kommt dann unsere aufgequollene Paniermehlmasse und die gerade eben geschnittene Petersilie. Wie viel ihr davon zugeben wollt, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich mag es, wenn es ein bisschen mehr ist. Ja, und jetzt ist erstmal wieder Handarbeit gefragt, denn das Ganze muss jetzt intensiv miteinander verknetet werden. Das dauert so seine Zeit, denn das Paniermehl, das muss richtig gut in die Hackfleischmasse eingearbeitet werden. Also so mit 5 bis 7 Minuten kräftigem Kneten müsst ihr da rechnen. Das lange Kneten, das sorgt auch dafür, dass die Köttbullar später eine gute Bindung haben und nicht auseinanderfallen.
Das ist eigentlich so wie bei Frikadellen. Das Kneten ist wirklich das A und O. So schafft ihr eine gewisse Bindung. Wenn alles gut verknetet ist und ihr traut euch, dann könnt ihr das Hackfleisch auch einmal probieren. Ich mache das in der Regel immer so, denn so merkt ihr, wenn jetzt noch Gewürze fehlen. Und bei mir fehlt definitiv noch etwas Salz. Deshalb salze ich hier jetzt etwas nach. Ich gebe jetzt so circa noch mal einen halben Teelöffel Salz an das Hackfleisch. Natürlich muss man dann, wenn man nachwürzt, das Ganze auch wieder richtig gut einarbeiten. Ruhig noch mal so für 2 bis 3 Minuten, damit sich das Salz jetzt auch in der Hackfleischmasse noch mal richtig gut verteilen kann. Wenn ihr die Hackfleischmasse richtig gut durchgeknetet habt, könnt ihr damit beginnen, die Köttböller zu formen. Ihr werdet euch sicher wundern, denn ich mache meine immer ein bisschen größer. Normalerweise sind die doch etwas kleiner, aber wir mögen es gerne so. Und es ändert ja im Endeffekt auch nichts an der Herstellung des gesamten Rezepts. Die Köttböller, die werden einfach nur zu Kugeln geformt und nicht wie bei einer Frikadelle platt gedrückt. Wenn ihr alle Köttböller vorgeformt habt, erhitzt ihr wieder etwas Öl in einer Pfanne und bratet die Köttböller erstmal von allen Seiten richtig schön an, damit sie richtig schön braun und kross werden. Die Köttböller, die sollten jetzt auf mittlerer Hitze von allen Seiten unter mehrmaligen Wenden richtig schön angebraten werden. Wenn die Köttböller von allen Seiten schön kross angebraten sind, dann nehmt ihr sie aus der Pfanne, gebt sie am besten auf einen Teller oder in eine Schüssel und stellt sie dann erst einmal beiseite. In das Öl, das ihr für die Köttböller benutzt habt, gebt ihr jetzt 60 Gramm Butter. Die Butter, die lasst ihr jetzt in dem Öl auf mittlerer Hitze schön mitschmelzen und verrührt sie gut mit dem Öl. Ihr seht ja jetzt diesen Schaum beim Brutzeln und wenn der später fast weg ist, so wie hier, dann könnt ihr 3 Esslöffel Mehl dazugeben. Das Mehl, das rührt ihr jetzt am besten mit einem Schneebesen erstmal gut in das Butter-Öl-Gemisch ein. Das Öl, das haben wir in der Pfanne gelassen, weil es ja den ganzen Bratgeschmack der Köttböller noch enthält. Außerdem sorgt es später in der Soße für eine hellbräunliche Farbe. Die Mehlschwitze lasst ihr jetzt unter mehrmaligem Rühren erstmal schön bräunen, so ungefähr wie hier. Und dann gebt ihr einen Becher Sahne dazu. In den Becher Sahne gebe ich jetzt noch einen Schluck Wasser und gebe diesen ebenfalls mit dazu. Und ab jetzt heißt es immer rühren, 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 damit ihr auch keine Klümpchen bekommt. Und wie ihr hier jetzt sehen könnt, dickt die Mehlschwitze sehr schnell an. Das hat jetzt circa nur 1 Minute gedauert. Dann wird es Zeit, nach und nach 250 Milliliter Brühe dazu zu gießen. Das Ganze sollte sich immer wieder so andicken und dann wieder einen Schluck von der Brühe dazugeben. Wichtig hierbei ist, die ganze Zeit zu rühren, auch wenn man Klecks daneben geht. Die Brühe, die gebt ihr jetzt nach und nach so lange dazu, bis ihr sie aufgebraucht habt. Manche geben auch die Flüssigkeit komplett dazu, ich bin da aber kein Fan von, weil ich finde, so kann man viel besser sehen, wie sich die Konsistenz entwickelt. Denn wenn die Soße hinterher zu flüssig ist, dann muss man dann wieder mit Speisestärke oder sonstigem arbeiten und so mit diesem Nach und Nach dazugeben, hat man es einfach besser selbst in der Hand. Und da meine Soße tatsächlich noch ein bisschen dickflüssig ist, gebe ich jetzt nach und nach noch etwas Wasser dazu, bis mir die Konsistenz gefällt. Bei mir waren es jetzt insgesamt nochmal 100 Milliliter Wasser, die ich dazugegeben habe. Wie viel ihr dazu gebt oder ob ihr überhaupt noch etwas dazugeben wollt, das müsst ihr selbst entscheiden. Denn jeder macht ja die Soße so von der Konsistenz, wie er es am liebsten mag. Meine Soße hat für mich persönlich jetzt genau die richtige Konsistenz. Sie läuft schön cremig vom Löffel herunter.
Jetzt muss die Soße natürlich noch gewürzt werden. Ich gebe hier einen Teelöffel Salz und Muskatnuss an die Soße. Ich finde, Muskatnuss gehört einfach an jede gute Mehlschwitze und gibt einen richtig guten Geschmack. Und sie passt auch wunderbar zu den Köttböllern. Die Gewürze rühren wir jetzt einmal gut ein und dann probieren wir das Ganze natürlich nochmal, um zu testen, ob nochmal nachgewürzt werden muss. Bei mir reicht das schon an Gewürzen, deshalb gebe ich jetzt noch die Petersilie hinzu. Hier habe ich jetzt den zweiten halben Bund und die Stiele auch mit benutzt. Und die rühre ich jetzt richtig gut in unser Söschen ein. Nach der Zugabe der Petersilie lassen wir die Soße nochmal so für 3 Minuten richtig schön köcheln. Dabei rühre ich gelegentlich auch einmal durch. So, nun geben wir unsere Köttböller zurück in die Soße und lassen das Ganze nochmal für 2 Minütchen richtig schön vor sich hin köcheln, damit die Köttböller eventuell nochmal gar ziehen können und auch erhitzt werden. Und so lecker sieht das Ganze auf dem Herd aus, wenn wir es nochmal köcheln lassen. Sieht das nicht fantastisch aus? Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Und hier kommt das tolle Ergebnis. Saftig braune Köttböller in einer leckeren hellbraunen Mehlschwitze. Genau so sollte es sein. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!